So, moin, liebe Moped-Freunde. Ich hoffe, man kann mich ganz gut hören. Willkommen auf meinem YouTube-Channel. Wollte mich eigentlich mal vorstellen, generell. Wer bin ich, was mache ich und wieso und weshalb und warum. Ja, also ich bin Martin, 45 Jahre, komme aus dem Weserbergland sozusagen, aus Ostwestfalen. Wohne dort in einem kleinen Dörflein in der Gemeinde Hüllhorst am Rande des Wiengebirges und bin dort auch erst hingezogen. Komme ursprünglich aus der Minderregion, habe ein paar Jahre dann oben auch in Niedersachsen mal gewohnt und aber na gut, mich hat es dann letztendlich hierhin verschlagen. Bin ja auch ganz gut zufrieden, wohne hier gerne. Ist eine schöne Gegend. Ja, bin früh zum Zweiradfahren gekommen. So der übliche Weg, wie manche das auch gemacht haben. Also mit 15 habe ich, glaube ich, einen Mofa-Führerschein gemacht. Das war mir nach einem Monat dann auch schon wieder zu langweilig. Habe dann danach 80er-Führerschein gemacht. Damals gab es ja noch keine 125er in dem Sinne, die man legal fahren konnte. Und wir hatten dann eine richtig coole 80er-Gang, sag ich jetzt mal, so mit 7, 8 Leuten. Ach, Klinski, Gordon. Schöne Zeiten. Petzold. Ach, ja, haben wir eine Menge Blödsinn gemacht, sind viel rumgegurkt. Wir haben die Welt erkundet. Da war das ja auch alles noch damals bezahlbar mit Sprit und Unterhalt und überhaupt. Und was soll ich sagen? Hab dann natürlich, stamme ich aus einer Motorradfamilie. Mein Vater hat schon immer Motorrad gefahren, wird jetzt 85 im Sommer, fährt immer noch, auch 1000 Kilometer an einem Tag, ist kein Problem, schafft er, kann er, wenn er will. Und so habe ich dann natürlich meinen Motorradführerschein irgendwann gemacht, habe etliche Motorräder gefahren in meinem Leben. Tja, ich habe da fast gar keinen Überblick mehr, muss ich ehrlich gestehen, weil ich habe manchmal wirklich nur Motorräder eine Saison gefahren, habe sie dann wieder verkauft. Mein Vater, der führt da so eine Liste, ganz witzig, der hat immer alles aufgeschrieben, was ich denn gefahren habe und was nicht, damit man das auch nicht vergisst. Und nun ja, was soll ich sagen? Ja gut, klein angefangen habe ich mit einer 620er LC4 KTM Super Competition 95er Baujahr. Noch schön mit Kickstarter, nix E-Starter. Da wusstest du auch, ne, wenn du die Karre mal 2, 3 Tage nicht bewegt hattest, dann musstest du erst wieder 20 Minuten darauf rumstiefeln, bis du dann ansprang. Ja, ein bisschen nervig war schon, aber hat Spaß gemacht. War schönes Moped. Danach habe ich mir dann ZX7R gekauft, eine Kawa, weil ich einfach mal ein bisschen, ich wollte mal ein bisschen schneller unterwegs sein. Die KTM, die war zwar cool, aber das war halt nur was so um Pott rum. Weitere Distanzen waren damit, fand ich, also mit reiner Enduro-Bereifung, da war die Supermotos, die waren da noch nicht so richtig, wirklich im Kommen. Das ist schon ein bisschen her, 96 war es. Gut, die Kawa habe ich auch ein paar Jahre gehabt und dann habe ich viel experimentiert, habe Kaffee-Racer gefahren, habe Shopper gefahren, alles durch. Hayabusa offen gefahren, war auch ein schönes Moped, hat Spaß gemacht. Bin dann irgendwann mal auf einer GS hängen geblieben, habe mir eine alte GS geholt, die habe ich wirklich jahrelang gehabt, habe die auch umgebaut, dann so, im Mad Max-Style. Und und irgendwann, habe ich dann schon geguckt, was kann ich mir holen. Die GS, die war mir dann irgendwie auch wieder zu langweilig, zu alltäglich. Das Klischee, das Klischee, keine Ahnung, ist ein schönes Moped, die 1100er GS, aber sie ist halt auch saumäßig schwer. Das muss man halt dazu sagen. Man muss, wenn du abseits der Piste mal unterwegs sein willst, dann mit der GS ist halt ein bisschen schwierig, wenn die vollgepackt ist mit 300 Kilo dann da, das weiß ich nicht.
ob du das haben musst auf irgendwelchen Schotterwegen. Ob das Sinn macht. Ja, wir gucken mal. Irgendwann bin ich dann mal bei Itchy Boots hängen geblieben. Hab mir natürlich bei YouTube auch öfters mal diese Formate angeguckt. Ob sie jetzt Itchy Boots oder Walle oder Rusty, wie sie alle heißen. Caro unterwegs. Ja, es gibt ja 10 Millionen Formate. Jeder sucht sich da so seins raus, was ihn interessiert und was Spaß macht anzugucken. Und ja, bei Nora Lee bin ich hängen geblieben und war gleich fasziniert, wie Royal Enfield. Okay, ja, klar, kennst noch die alten Bullet-Geschichten, aber dann kam die Himalayan raus und ja, fand ich geil und habe dann seit 2018 eigentlich immer mal geliebäugelt, mir eine Himalayan zu kaufen. Habe das dann ja, im März 2023 dann auch letztendlich gemacht, nach reichhaltiger Überlegung. Habe mir dann ein 22er Modell, die BS6 gekauft. Habe dann natürlich auch noch ein paar Sachen verändert. Vielleicht mache ich da mal ein eigenes Video noch drüber, wen das interessiert. Ja, viele sagen ja, Himalayan ist scheiße und zu wenig PS, kommt nicht aus dem Quark und was weiß ich nicht alles. Aber naja, im Endeffekt muss das jeder für sich selber rausfinden. Ich bin mit der Himalayan ganz gut zufrieden. Ich fahre die gerne. Die hat zwar nur im Original 24 PS, aber die reichen wirklich aus, meiner Meinung nach. Klar, ist es nichts für die Autobahn, aber wenn du jetzt über Land gurkst oder im Ausland unterwegs bist, dann fährst du sowieso nicht schneller als 110, ja, meist. Ist halt nur in Deutschland so ein bisschen problematisch auf der Autobahn, ob du das haben willst oder haben musst. Das sind so Sachen, ja, weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Da muss jeder für sich selber das entscheiden. Ich finde die Himalayan ganz gut gelungen. Fahre sie wie gesagt gerne. Hat auch so ein bisschen Kultstatus mittlerweile. Es gibt bei Facebook eine super geile Gruppe, eine deutschsprachige Himalayan-Gruppe, wo ich auch aktiv drin schreibe und kommentiere. Und naja, die Gemeinde, die Himalayan-Gemeinde, die kennen sich untereinander alle. Der Zusammenhalt ist halt richtig witzig und sehr hilfsbereit. Wenn man Fragen hat, wird einem dort in der Facebook-Gruppe wirklich gut geholfen. Und ja, da kann man schon Zeit verbringen. Die machen im Jahr auch 2 große Treffen. Einmal Jahresbeginn quasi, Saisonbeginn und Saisonabschluss. Wer da Interesse hat, der kann da gerne vorbeikommen. Ist nicht nur auf Himalayan beschränkt. Ist generell viele Royal Enfields, ob das Meteor, Super Meteor, was weiß ich. Haben auch BMW-Fahrer dabei, die früher, es sind viele dabei, die sich eine Himalayan gekauft haben. Dann haben sie mal eine Saison gefahren oder 2 und haben dann gemerkt, ist doch zu langsam, ist doch nichts für mich. Haben dann sich dann andere Motorräder gekauft und sind trotzdem noch in der Gruppe, weil die Leute einfach so geil und so cool sind. Ja, ist halt schön. Was soll ich sagen? Was soll ich noch erzählen über mich? Ja gut, bin glücklich verheiratet, habe eine super nette, tolle Frau. Ja, habe 3 Kinder. Die große ist 11. Die Zwillinge sind 8. Und naja, Langeweile kommt dann nicht auf zu Hause. Motorradfahren ist halt irgendwie so ein Hobby immer gewesen. Meine Frau hat immer Probleme damit, hat immer Angst, dass irgendwas passiert. Arbeitet im Rettungsdienst, hat eine Menge aufgesammelt in ihrem Leben. Kann ich verstehen. Aber gut, wenn einmal das Motorradfahren, ja, das kannst du nicht abstellen irgendwie. Also finde ich. Also ich kann es nicht abstellen. Ich könnte mir das nicht vorstellen ohne Motorrad. Ja, gut, ich habe auch mal ein paar Jahre kein Motorrad gehabt. Aber letztendlich ist es dann so, dass du ja immer wieder zurück aufs Bike gehst und halt für dich fährst. Ja. So ganz ohne wäre mir zu langweilig, glaube ich. Gehört halt dazu. Bei mir zumindest. Ja, ich war 20 Jahre bei der Berufsfeuerwehr. Bin durch einen Dienstunfall 2018, war der Dienstunfall. Hallo, mal langsam hier. Bin durch einen Dienstunfall 2018 dann in Ruhestand versetzt worden, 2019 für dienstunfähig.
erklärt worden. War eine Menge Tamtam, ist auch nicht alles so korrekt abgelaufen. Keine Ahnung, ich will euch damit auch nicht so behelligen. Also ich schreibe da vielleicht mal ein Buch drüber, also was ich da erlebt habe mit meinem Arbeitgeber damals und wie der mich behandelt hat und was da alles abgegangen ist. Das kann schon ein Buch füllen, also das würde sich, glaube ich, auch gut verkaufen. Vielleicht mache ich da wirklich mal ein Buch drüber. Wer weiß, wenn ich irgendwann mal Langeweile kriegen sollte, irgendwie in den nächsten Jahren, ja, vielleicht mache ich das, aber keine Ahnung. Ja, ansonsten, ja, habe ich so einen leichten Star Wars, Mandalorian und Boba Fett Fetisch. Ja, schon ewig Zeiten. Ja, was kann man noch über mich sagen? Ja, bin ein geselliger Mensch. Früher gewesen, gerne unter Leuten. Nach meinem Dienstunfall war das alles ein bisschen anders. Da habe ich mich so ein bisschen abgekanzelt. So richtig große Menschenansammlungen. Das ist eigentlich nichts für mich. Ich bin eigentlich lieber eher im kleinen Kreise unterwegs. Durch meine PTBS, die ich durch den Dienstunfall da erlitten habe, hat sich da doch schon einiges geändert in den letzten Jahren. Das muss man ganz klar dazu sagen. Und ja, so ist das halt. Aber gut, man lernt damit zu leben. Und ja, jetzt habe ich eine Menge erzählt. Ihr habt mal ein paar Einblicke gekriegt. Und naja, ich hoffe, ja, was heißt ich hoffe? Also ich werde jetzt im Sommer eine Tour machen. Habe mir deshalb auch jetzt Equipment geholt. Habe mir jetzt eine DJI-Drohne gekauft und werde ein bisschen filmen. Habe mir jetzt eine Actioncam, eine Osmo Action 4 gekauft, mit der ich jetzt auch gerade filme. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Ich weiß das gar nicht, muss ich noch erst mal gucken. Und werde dann meine Reise zum Nordkap oder beziehungsweise über Finnland zum Nordkap hoch. Weiß ich gar nicht, ob ich zum Nordkap überhaupt fahre. Das mache ich wetterabhängig. Zumindest bis Lappland in den Polarkreis oben rein und werde dann über Schweden wieder zurückfahren. Also das kleine Stück Norwegen, Lappland, Kautokeino, da werde ich ein paar Tage mich bei den Sami niederlassen und werde da ein bisschen mir mal Rentiere angucken und mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ja, das werde ich alles filmen, werde das ja, bei TikTok wohl online stellen, so in Kurzvideos, wahrscheinlich täglich oder im 2-Tagestakt. Das ist ja schnell gemacht, so TikToks zusammenschneiden und kurze Videos online stellen. Einen YouTube-Film, einen längeren, den werde ich dann wohl erst Ende August machen, wenn ich die Reise denn und danach meinen Urlaub, dann bin ich noch ein paar Wochen, hänge ich noch ran auf der Insel Rügen, meine zweite Heimat, und auch Eigentum haben, mit der Familie noch ein bisschen rumkaspern da, ein bisschen Familienurlaub machen und naja, da werde ich danach, wenn ich wiederkomme, werde ich dann halt einen YouTube-Film längeren machen oder ein paar YouTube-Teile, Filmreihe, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Werde ich mal sehen. Ja, das dazu. Ich werde jetzt gleich im Anschluss nochmal euch die Route abfilmen und vielleicht noch ein paar andere Kleinigkeiten erzählen, wenn ich noch was vergessen haben sollte. Gucke ich mal. Ja, ansonsten belassen wir es erstmal dabei. Und ich werde dann mal gucken, wann ich dazu komme, jetzt das Video online zu stellen, zusammenzuschneiden. Ob wir das hinkriegen und wie wir das hinkriegen. Gucken wir mal. Ja. Ich würde sagen, mal gucken. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein Video machen mit den Sachen, die ich mitnehme auf die Tour, mit meinem Werkzeug, was ich so für nötig erhalte, wen das interessiert. Keine Ahnung, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich vielleicht auch über ein paar Abos freuen. Gucken wir mal. Ich schreibe das in der Beschreibung auch unten. Meinen TikTok-Kanal werde ich da auch mal verlinken. Wer da Bock hat, kann mir da natürlich auch folgen. Gucken wir mal.
Ja, ansonsten wäre das erstmal so im Groben und Ganzen das, was ich jetzt so mitteilen kann, will und überhaupt. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Lasst euch mal überraschen. So, jetzt muss ich hier erstmal anhalten, muss mal die Kamera ausstellen. Ne? Gucken, wie das hier alles so funktioniert. Muss ich wieder erstmal reinfuchsen in die ganze Geschichte. Also, hier haben wir jetzt unsere geplante Tour, also meine geplante Tour. Das deutsche Stück fehlt jetzt. Ich habe mal hier mal einen geilen Kratzarm, guckt, ne? Um das mal ein bisschen besser zu verdeutlichen. Ich komme also von Rostock nach Trelleborg rüber mit der Fähre und dann fahre ich in einer Rutsche hoch bis Kapellskär. Das sind so 800 Kilometer an einem Tag. Dann nehme ich dann die Nachtfähre rüber nach Turku. Ich habe einen Bekannten in Finnland, in Kokemäki, so heißt das kleine Örtchen. Dort werde ich dann 1-2 Tage übernachten und dann werde ich die russische Wersta fahren. Das heißt 1068 Kilometer an der Küste hoch bis Kautokeino, was hier oben liegt. Diese 1068 Kilometer für die russische Wersta muss man unter 14 Stunden 23 fahren. Das wird auch so ein leichtes Abenteuer werden, weil in Finnland ja meistens Geschwindigkeitsbegrenzung bis 80 ist. Naja, in Kautokeino habe ich mich, weiß ich nicht, ich glaube für 3 Tage habe ich mich da eingebucht. Bei den Sami und müssen wir mal gucken. Ich mache das auch wetterabhängig, ob ich jetzt zum Nordkap hochfahre oder nicht. Muss ich gucken. Wenn das Wetter wirklich schlecht sein sollte, dann erspare ich mir das. Ich muss jetzt nicht zwingend zum Nordkap hoch, um da ein Bild zu machen, wie alle anderen auch. Keine Ahnung. Was auf jeden Fall ich geplant habe, ist jetzt von Kautokeino wieder zurück. Abisko wollte ich mir angucken, also die Laporten. Und natürlich den kleinen Nationalpark oder großen Nationalpark mit dem Gebirgskamm, das ziehe ich mir rein. Ja, den habe ich mich bei Jokkmokk, in der Nähe von Jokkmokk werde ich irgendwo übernachten, vermutlich. Ich habe auch noch Bekannte unten in Ljusdal, da werde ich auch noch 2, 3, 4 Tage bleiben und ich habe unten in Südschweden, direkt in Ängelholm habe ich noch Bekanntschaft, da werde ich dann auch noch bleiben. So, diese ganze Tour, die werde ich wohl so in 16 Tagen fahren. Leider habe ich nicht mehr Zeit. Ja, dann schauen wir mal. Das wäre jetzt nur die Geschichte, dass ihr mal einen Ablauf seht, was alles so, die Strecke an sich. Also, zum Kratzarm nochmal zurückzukommen, den kann man übrigens bei Amazon käuflich erwerben im Viererpack. Ich empfehle das sehr. Man müsste immer einen dabei haben. Also ich habe zumindest immer einen dabei. Weil macht Sinn. Macht wirklich Sinn. Durchaus. Aber gut, Spaß beiseite. Wer daran Interesse hat, der findet den auch selbst. Ich muss mal gucken, wie ich das alles mache. Ich werde wohl kurze Videos bei TikTok online stellen von meiner Reise. Wahrscheinlich täglich. Oder im 2-Tagestakt. Ein YouTube-Film, einen längeren, der wird dann erst später kommen. Da muss ich mal gucken, wie ich das überhaupt mache und da habe ich noch gar keine Planung. Also es wird ein YouTube-Film auf jeden Fall kommen, aber der wahrscheinlich erst später. Ich habe keine Lust während der Reise und während der Fahrt da so viel Zeit zu verplempern mit Schneiden und überhaupt. Und es wird ja schon sehr viel Filmmaterial zusammenkommen, vermute ich. Deswegen müsst ihr euch da ein bisschen gedulden. Also wer mir auf TikTok folgen möchte, der kann das gerne tun. Der wird dann täglich dann sozusagen abgedatet. Und schauen wir mal. Ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig, in welchem Umfang das stattfindet. Muss man mal sehen, wie sich das entwickelt, so, ob ich da Spaß dran habe. Ist auch ehrlich gesagt erstmal ein Experiment mit dem Blogging, Vlogging. Und ich gucke einfach mal. Wenn es mir Spaß macht, werden da wahrscheinlich in Zukunft noch mehrere weitere Filme folgen und schauen wir mal. Gut,
ihr seid jetzt erstmal auf dem neuesten Stand. Die Reise geht los am 21.07. Und ja, ich hoffe, ihr folgt mir dann auf YouTube oder auf TikTok und habt vielleicht Spaß an meinen Erlebnissen. Macht's gut!